Im siebten und letzten Teil unserer Serie Pinterest für Grafikdesigner möchte ich dir noch mal ein anderes Tool vorstellen, mit dem du deine Pins ja, vorbereiten kannst. Wir hatten Tailwind, wir haben selber Pins erstellt, wir haben die Pin-Vorlagen eingekauft, oder zumindest habe ich dir Orte gezeigt, wo du das tun kannst. Und ich habe dir gezeigt, wie du einen eigenen Pin in Photoshop erstellst. Ich habe dir auch genau gezeigt, wie Tailwind funktioniert, wie du damit umgehen kannst und vor allen Dingen, wie du deine Pins alle ja auf Schedule stellst, also vorausplanen kannst. Und hier habe ich jetzt noch ein anderes Tool für dich, das heißt Later. Und das ist im Prinzip ähnlich wie Tailwind, nur mit ein paar weniger Funktionen. Und um dir das zu zeigen, gehen wir jetzt einmal an den Rechner. Ja, ich bin jetzt hier einmal auf later.com und du siehst, ich bin hier auch schon eingeloggt. So wird das gleich aussehen. Und zwar geht es auch hier wieder darum, ein Profil, also Later, dein Later-Profil mit verschiedenen Social-Media-Plattformen zu verknüpfen und dorthin zu posten. Und das geht hier auf Pinterest, Facebook, Instagram und so weiter. Hier gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Social-Media-Profilen, wo du deine Inhalte hinposten kannst. Wenn du dich jetzt hier eingeloggt hast, dann sieht das Ganze so aus. Und das Schöne ist, auch nachdem, ja, bisher ging es so, da hattest du 30 Posts pro Monat, die du auf jedem Profil posten konntest, völlig kostenlos. Und ja, das war natürlich klasse. Ne? 30 Posts, das ist schon eine Menge. Das wäre einer pro Tag. Das ist ja schon eine schöne Sache. Und das Ganze haben die aber jetzt reduziert. Wenn du dir das Video anschaust, dann ja, sind es wahrscheinlich nur noch 10 Posts pro Monat pro Profil, die du verwenden kannst. Und das sind immerhin noch welche, ja, ich weiß, aber 10, das ist ein Anfang, ja, mehr ist das nicht. Wie wir schon eben drüber gesprochen haben, auch auf Pinterest 20 Posts, ja, besser als nichts, aber ja, es könnte zu wenig sein. Wie auch immer, wenn du dich hier einloggst, siehst du hier oben, kannst du wieder deine Social Media Accounts verknüpfen. Hier habe ich 2 noch nicht verknüpft, aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Wichtiger ist, dass ich einfach nur meine Pins basierend auf dem, wo ich gerade hier bin, hier reinziehen kann. Sagen wir, ich nehme jetzt diesen Pin und kann den genauso beschreiben, das Board auswählen und die Beschreibung eingeben, so wie wir das im letzten Video für SEO für Pinterest gelernt haben. Ich verlinke das hier nochmal. Und können dann das können das dann posten lassen sozusagen an dem Tag unserer Wahl. Dazu ziehen wir das einfach hier drauf. Ja. Ich ziehe das jetzt mal irgendwie hier hin. Wähle irgendwas aus, völlig egal. Ich mache es einfach nur mal Save, um dir zu zeigen, wie das aussieht. Und hier ist dann schon der Pin drin. Und das kann ich natürlich beliebig oft für einen langen Zeitraum machen. Den hier werde ich jetzt wieder löschen. Ja, und habe dann auch alles auf vorausgeplant, auf Planung gestellt, ja. Deswegen later, also later, später als jetzt, ne, kann ich das Ganze dann posten. Sehr praktisch. Du hast schon gesehen, dass es bei Tailwind sehr praktisch ist und das ist es natürlich auch hier, weil was ist besser, als wenn du dein Marketing schon mal auf Wochen vorausplanen kannst? Das heißt, wenn du gerade im Urlaub bist oder keine Zeit hast oder keine Lust hast oder dich anderen Projekten widmen musst, dann ist für dein Marketing trotzdem gesorgt. Nämlich es wird einfach regelmäßig etwas gepostet und ja, viel besser wird es nicht, ne? Weil wenn du natürlich einmal von dir hören lässt, dich dann wieder wochenlang nicht meldest und dann wieder mal einmal postest, stehen die Chancen gut, dass man dich einfach vergessen hat, ja. Gerade bei Instagram ist das so der Fall und es ist auch hier nicht viel besser, wenn du das immer nur ja hin und wieder mal einmal machst. Wenn man nicht viel von dir hört, wirst du ja schnell ersetzt werden, ne? Aus dem Grund ist es wichtig, dass du dir überlegst, was für ein Marketing du machen willst und vor allen Dingen, welche Social-Media-Plattform du nutzen willst. Ich habe dir in dieser Serie Pinterest vorgestellt, weil ich der Meinung bin, dass Pinterest eine der nachhaltigsten Plattformen in unserem Business ist. Nicht zuletzt, weil Pins auch nach Jahren noch gefunden werden können. Ne? Einfach über die Suchbegriffe, die oben eingegeben werden, werden dann deine Pins angezeigt. Und ja, dem Algorithmus ist es zum Glück noch egal,
wie alt dein Pin schon ist. Ne? Wenn er schon ein Jahr auf dem Buckel hat, sage ich jetzt mal, kann es trotzdem sein, dass er prima rankt und dass er oft gefunden wird und oft Traffic auf deine Webseite bringt. Und so soll es auch eigentlich sein, ne? Weil Marketing, was nicht nachhaltig ist und was nicht auf lange Frist dafür sorgt, dass du bekannter wirst, hilft dir nicht, dein Business zu skalieren. Und darum geht es ja, ne? Du willst ja letztendlich irgendwann weniger arbeiten und mehr automatisiert haben, damit dein Geschäft trotzdem noch weiterläuft, auch wenn du nicht dabei bist. Ob du jetzt durch Angestellte ersetzt wurdest oder ob das Ganze passiv läuft, das spielt in dem Fall keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du nicht die ganze Zeit eingreifen musst. Ja? Ich hoffe, die Serie hat dir gefallen und das Video auch. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss auch nicht, auf den Like-Button zu klicken. Und dann sehe ich dich beim nächsten Mal. Tschüss!